Ich meine, auf der anderen Seite können Sie doch als Psychologe mit diesen Einsichten nicht die Welt die Bahn gehen lassen, die sie gehen will. Ja, was ist die Stimme eines Einzelnen? Es handelt sich da um Dinge, die offenbar so schwer verständlich sind, dass man es den Leuten überhaupt gar nicht sagen kann. Es ist erstaunlich, wie wenig die Leute solche Sachen begreifen. Sie denken ja überhaupt gar nicht drüber nach. Natürlich hätte man sehr vieles in dieser Hinsicht zu sagen, aber es geht so sehr den Einzelnen an, dass es den Leuten viel zu langweilig ist. Nicht wahr? Wenn ich ein Mittel wüsste, dass man 10.000 aufs Mal einspritzen könnte, das wäre populär. Namentlich, wenn man selber dabei nichts zu tun hat. Aber dass einer bei sich selber anfangen sollte, ja, das gibt's schon gar nicht. Man muss immer etwas haben, das für 100.000 gut ist, für 1 Million, aber nicht für den einzelnen Menschen. Der ist zu uninteressant. Wir sind zu sehr von der Naturwissenschaft überzeugt, wie nichtig ein Menschenleben ist. Und die Geschichte der neuesten Zeit hat es uns ja vor Augen demonstriert, wie Menschenleben eigentlich nichts gelten. Und der Einzelne ist in einem Maße überzeugt von seiner Nichtigkeit, dass er auch gar keine Mühe gibt, irgendwie mit sich selber irgendwo hinzukommen, sich innerlich irgendwie zu entwickeln. Es ist zu hoffnungslos. Der Einzelne ist nichts. Und das ist natürlich eine falsche Auffassung, dass der Einzelne nichts sei. Der Einzelne ist der Lebensträger. Jeder Einzelne trägt das Leben und das Leben ist nur von Einzelnen getragen. Es existiert an sich nicht. Es gibt kein Leben von Millionen. Das ist Unsinn. Sondern Millionen Individuen sind Lebensträger. Und in jedem ist dieses Problem ein Ganzes. Und dann sagt es, ja, aber der Heiri, das ist doch kein Lebensträger, nicht wahr? So. Man ist banalisiert. Beim Einzelnen entfällt der Mut.